Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute die perfekte Suppe für kalte Tage und zwar machen wir heute zusammen eine Karottensuppe mit Hackbällchen. Für ungefähr 6 Personen braucht ihr 1 Kilo Karotten, 300 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Sellerie, eine Stange Lauch oder einen Bund Frühlingszwiebeln, 2 Zwiebeln, Butterschmalz zum Anbraten, 2 Liter Gemüsebrühe, 500 Gramm Hackfleisch, Salz, Pfeffer, einen Esslöffel Burgergewürz von Just Spices, ein Ei, 3 Esslöffel Semmelbrösel und einen Bund frische Petersilie. Hier ist mein Gemüse, das habe ich vorbereitet. Lauch gewaschen, Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln und Sellerie geschält. Ich lege jetzt los mit den Kartoffeln. Wenn ich immer recht viel zum Schnippeln habe, nehme ich immer sehr gern meinen Nicer Dicer. Ist kein Muss für euch. Übrigens unbezahlte Werbung. Das Teil ist schon über 8 Jahre alt, also der gibt auch schon den Geist auf. Ich habe es selber bezahlt, also ihr müsst jetzt nicht losrumpeln und euch so einen Nicer Dicer holen. Der ist halt, also ich finde schon praktisch, aber ihr könnt es auch mit der Hand schnippeln oder es gibt ja auch noch andere zerkleinerer. Also macht einfach das so, wie es ihr gerne wollt. Die Kartoffeln müssen wir klein würfeln. So sah das dann bei mir aus, also so richtig schöne, gleichmäßige Würfel. Das ist halt das Tolle an so einem Gerät. Dann geht es weiter mit den Karotten, die habe ich ebenfalls ein bisschen zerkleinert und die jage ich da jetzt auch durch. Bei Karotten geht es ein bisschen schwieriger, da muss man ein bisschen fester draufhauen. Und so ein Kilo Karotten ist schon heftig zu schneiden. So sah es aus, ebenfalls schöne gleichmäßige Würfel. Dann die Zwiebel, ebenfalls würfeln, das habe ich jetzt mit dem Messer gemacht. Das waren jetzt beide Zwiebeln, ich hatte eine große und eine kleine. Da gibt er dann ein bisschen was davon weg, so 2 Esslöffel würde ich sagen. Das brauchen wir dann nämlich fürs Hackfleisch. Dann habe ich hier meinen Sellerie, den könnt ihr übrigens weglassen, wenn ihr nicht wollt. Aber ich finde, Sellerie gehört in eine Suppe, das ist so ein typisches Suppengewürz oder Suppengemüse. Und das müsst ihr ebenfalls würfeln. Dann habe ich hier meine Frühlingszwiebeln waschen und in Ringe schneiden. Ich hatte jetzt auch noch Lauch, da ich einen Bund Suppengemüse gekauft hatte und habe da alles verwendet. Und deswegen ist dann noch so ein Stück Lauch dabei. Beides waschen und in Ringe schneiden. Dann den Butterschmalz in einen Topf geben, erhitzen, die Zwiebeln kurz dazugeben, glasig dünsten und dann kommt das ganze Gemüse hinein. Was hier jetzt fehlt, ich habe keine Ahnung, warum das nicht mit drauf ist, der Lauch. Ihr müsst den Lauch oder die Frühlingszwiebeln hier jetzt mit dazugeben und mit anbraten lassen. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich vergessen auf Aufnahme zu drücken. Aber ich denke, das ist schon verständlich, oder? Also hier gibt es, ist jetzt der Moment, wo ihr den Lauch dazu gibt. Dann gießt ihr das Ganze mit der Gemüsebrühe auf. Hier sieht man den Lauch. Da ist er drin. Und dann darf das Ganze so gute, ich würde mal sagen, 15 Minuten vor sich hinköcheln. In der Zwischenzeit machen wir die Hackbällchen. Das Hackfleisch in eine Schüssel geben, da kommt das Ei dazu, Pfeffer, Salz und ich habe dann wieder von Just Spices ein Gewürz genommen und zwar das Burgergewürz und ich muss sagen, das war so genial, diese Hackbällchen haben so gut geschmeckt, die waren so richtig gut gewürzt. Also ich empfehle es euch, ist aber kein Muss, wenn nicht, dann gebt ihr einfach noch ein bisschen Paprika und Senf dazu. Ihr habt gesehen, die Zwiebeln noch dazu geben und die Semmelbrösel. Und dann werden sie zu Kugeln geformt. Und zwar, ich würde sagen, so ein Esslöffel voll. Hackfleisch nehmen und in der Hand zu einer Kugel formen. So sah das Ganze dann aus. Hier köchelt meine Suppe. Bedenkt bitte, dass die Hackbällchen mindestens 15 Minuten mitköcheln müssen. Also wenn ihr nicht wollt, dass das Gemüse zu weich wird, dann rechtzeitig die Hackbällchen da dazugeben. Und die dann nochmal gute 15 Minuten leicht mitköcheln lassen, damit sie auch schön durch sind. Die werden dann grau, ist klar, weil sie nicht angebraten sind. Und so soll es auch sein. Zum Schluss gebe ich dann noch die gehackte Petersilie dazu. Ich hatte eine frische, die natürlich waschen und hacken, klein hacken. Und dann einfach dazugeben, durchmengen, nochmal abschmecken. Und dann ist eine wunderbare, leckere, deftige, sättigende Suppe fertig. Also ich liebe sowas ja total, gerade wenn es draußen so kalt ist. So eine richtig schöne, warme, kräftige Gemüsesuppe. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!